Und natürlich besteht die Möglichkeit, dann eine Klage zu erheben, eine Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen nach dem Zugang der Kündigung. Die nächste Frage, mir wurde gekündigt, aber ich finde die Kündigung nicht gerechtfertigt, beziehungsweise mir würden keine ausreichenden Gründe für die Kündigung genannt. Was kann ich jetzt tun? Also wenn man Verdacht schöpft, dass irgendwas mit der Kündigung nicht stimmt, sollte man sich unbedingt beraten lassen und die Kündigung auf Rechtmäßigkeit überprüfen. Und natürlich besteht die Möglichkeit, dann eine Klage zu erheben, eine Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen nach dem Zugang der Kündigung. Und wenn man einen Erfolg hat, wird die Kündigung für unwirksam erklärt in dem Prozess und das Arbeitsverhältnis besteht weiter. Oft passiert es, dass in diesen Prozessen, dass man einen Vergleich schließt und dann das Arbeitsverhältnis geht zu Ende und man bekommt eine Abfindung ausbezahlt zum Beispiel. Also es lohnt sich immer, gegen diese Kündigung vorzugehen. Oft sind sie wirklich unwirksam. Und in dem Fall scheint es irgendwas nicht zu stimmen, tatsächlich. Okay. Und nach 3 Wochen von Kündigung, also nach 3 Wochen von, wo ich eine Mail bekommen habe von dem Arbeitgeber, dass ich gekündigt würde. Genau. Normalerweise ist das ein Schreiben, also ein unterschriebener Kündigungsschreiben. Und ab dem Zeitpunkt, wo man das bekommt, in die Hände, also überreicht bekommt oder auch in den Briefkasten vorfindet, ab dem Zeitpunkt rechnet man die 3 Wochen Frist. Eine sehr wichtige Frist, ja, die oft versäumt wird, weil einfach aus Unkenntnis versäumt wird. Die nächste Frage. Was kann ich tun, wenn ich vermute, dass ich am Arbeitsplatz durch meine Arbeitskolleginnen oder meinen Arbeitgeber diskriminiert werde? Also es gibt ein Gesetz, sogenanntes Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, und in dem Gesetz ist Schutz der Arbeitnehmenden vor Diskriminierung geregelt. Und Ziel dieses Gesetzes ist Arbeitnehmende zu schützen, die wegen ethnischer Herkunft zum Beispiel oder wegen Religion, Geschlechts, Behinderung, Alters oder sexuellen Identität diskriminiert werden. Und dieses Gesetz gibt uns eine Reihe von Möglichkeiten, Instrumenten, was man machen kann, auch falls man diskriminiert wird tatsächlich. Man hat ein Beschwerderecht, also man kann sich beschweren bei dem Arbeitgeber. Man hat ein Leistungsverweigerungsrecht in bestimmten Fällen, also man muss dann die Arbeit nicht, man kann einfach sagen, ich bleibe zu Hause, aber das ist nur in bestimmten Fällen möglich. Und man kann auch eine Entschädigung verlangen, tatsächlich. Also für materielle Schäden, also wenn ich zum Beispiel nicht befördert wurde, weil ich eine schwangere Frau bin und dadurch ich weniger verdiene, ja, und das ist ein materieller Schaden. Man kann auch einen immateriellen Schaden verlangen, also eine Entschädigung im Geld für diese Diskriminierung, die ich erlitten habe. Okay, und es gibt Beratungsstellen, wo man hingehen kann, um da vielleicht die ersten Schritte zu machen. Genau, es gibt auch Beratungsstellen, man kann einfach zu einer von diesen kostenlosen Beratungsstellen gehen. Da gibt es viele davon. Es gibt auch Suchmaschinen, wo man gut eine Beratungsstelle finden kann. Zum Beispiel auf der Seite von der EU-Gleichbehandlungsstelle gibt es so eine Suchmaschine, die recht gut ist. Und es gibt auch Beratungsstellen, die sich speziell mit dem Thema beschäftigen, auch, wo man sich hinwenden kann. Zum Beispiel ist das die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, glaube ich, heißt die. Die haben auch eine Seite, eine Homepage mit Kontaktformular, wo man sich wenden kann und eine Beratung bekommt.
Dann das werden wir alles auch unter dem Video euch zeigen, damit es alles für euch leicht ist, solche Seiten auch zu finden.